Stell dir vor, man könnte dein Gehirn an eine Maschine anschließen, die dich für den Rest deines Lebens glücklich macht. Wenn du die Wahl hättest, würdest du dich für so ein Leben entscheiden? Diese Frage hat der Philosoph Robert Nozick in einem Gedankenexperiment gestellt, das er Erfahrungsmaschine nannte. Dabei wird man aufgefordert, sich eine Welt vorzustellen, in der es eine Maschine gibt, die das echte Leben simuliert und garantiert, dass einem nur Freude und niemals Leid widerfährt. Der Haken? Man muss die Realität für immer aufgeben, aber den Unterschied bemerkt man kaum. Das Erlebte wirkt real und die natürlichen Höhen und Tiefen des Lebens werden einfach durch ein endloses Hoch ersetzt. Klingt toll, oder? Das Angebot mag zwar verlockend sein, klingt aber vielleicht besser, als es ist. Das Experiment sollte eigentlich die philosophische Idee des Hedonismus widerlegen. Nach Ansicht der Hedonisten ist die Maximierung des Vergnügens das Wichtigste, da Vergnügen das höchste Gut ist, das das Leben zu bieten hat. Für Hedonisten ist die beste Entscheidung, die man für sich treffen kann, diejenige, die einem möglichst viel Vergnügen bringt, ohne dabei Leid zu erfahren. Grenzenloses Vergnügen ohne Leid ergibt maximalen Genuss, also genau das, was die Erlebnismaschine bietet. Wenn du Hedonist bist, sollte es also ein leichtes sein, sich für die Maschine zu entscheiden. Aber was, wenn das Leben mehr zu bieten hat als nur Genuss? Das glaubte Nozick mit seinem Gedankenexperiment zu demonstrieren. Obwohl die Maschine ein Höchstmaß an Genuss verspricht, fand er Gründe, sie nicht zu benutzen, so wie viele andere Experimentierende, die sich damit beschäftigten. Aber was könnte uns davon abhalten, eine Zukunft voller Genuss zu wählen? Stell dir Folgendes vor. Betsy und Xander führen eine glückliche, feste Beziehung. Betsy ist Hals über Kopf verliebt und so glücklich wie nie zuvor. Sie weiß aber nicht, dass Xander ihrer Schwester Angelica schon seit Anfang ihrer Beziehung Liebesbriefe schreibt und sie heimlich ausführt. Würde Betsy davon erfahren, wäre ihr Verhältnis zu Xander und Angelica zerrüttet und sie wäre so traumatisiert, dass sie sich nie wieder verlieben könnte. Da Betsy nichts von Xanders Untreue weiß, würden Hedonisten behaupten, dass es für sie besser wäre, im Ungewissen zu bleiben und den Genuss aufrechtzuerhalten. Solange sie nichts ahnt, bleibt sie auf jeden Fall weiterhin so glücklich, wie sie es gerade ist. Hat Betsy also etwas davon, die Wahrheit zu erfahren? Stell dir vor, du wärest Betsy. Würdest du die Wahrheit kennen wollen? Wenn du dich für Ja entscheidest, würdest du Genuss einbüßen. Daher bist du vielleicht überzeugt, dass manche Dinge im Leben von Natur aus wichtiger sind als Genuss. Wahrheit, Wissen, echte Beziehungen zu anderen Menschen, all das könnte dazugehören. Da Betsy nie die Wahrheit erfährt, lebt sie im Grunde ein Leben in ihrer eigenen Erfahrungsmaschine, in einer Zufriedenheit, die nichts mit der Realität zu tun hat. Diese Dreiecksbeziehung ist zwar ein extremes Beispiel, sie spiegelt aber viele unserer Alltagsentscheidungen wider. Egal, ob du für Betsy oder für dich die Wahl triffst. Warum denkst du, dass die Realität eine Rolle spielen sollte? Haben reale Erfahrungen, egal ob angenehm oder schmerzlich, einen inhärenten Wert? Hast du selbst einen höheren Wert, wenn du die Freuden und Schmerzen des echten Lebens erlebst? Nozicks Experiment beantwortet nicht alle Fragen, lässt uns aber darüber nachdenken, ob die Realität, trotz ihrer Makel, von sich aus einen Wert hat, auch ohne den Genuss aus der Maschine. Wenn du es liebst, immer Neues zu lernen, dann abonniere unseren Kanal. Jede Woche veröffentlichen wir neue Videos zu allen Themen, vom Wissen über Linkshänder bis zu den physikalischen Gesetzen von Fußball. Bleib neugierig, bleib informiert.